zu berichten. Eigentlich sind wir den ersten Tag hier. Wir sind gestern angekommen und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns einen Mietwagen geholt, sind ins Hotel gefahren, das relativ nah, relativ nah bei Philadelphia lag noch. Ein Holiday Inn übrigens, eine Kette, die man einigermaßen auch, ja, die ist nett, da kann man gut übernachten. So. Ja, und wir waren einfach todmüde, weil in unserem Zeitverständnis waren es mittlerweile 2 Uhr nachts oder so. Aber trotzdem hatte ich das voll schlechte Gewissen, weil ich die ganze Zeit im Flugzeug rumgesessen habe. Also bin ich dann nochmal aufs Laufband gelaufen. Furchtbar, so ein Laufband. Das ging gar nicht so gut. Naja, gut, aber gut. So, aber das war wohl irgendwie Schicksal, denn jetzt, nächster Tag. Wir sind dann losgefahren. Haben noch übrigens einen witzigen Baumarkt besucht. Die bereiten sich hier gerade auf Halloween vor und die haben wirklich ganz coole Sachen. Davon erzähle ich nachher ein andermal. Und ich bin kein Halloween-Fan, aber hier passt es her und das macht wahnsinnig Spaß. Aber wie gesagt, nachher ein andermal. Ja, dann sind wir weitergefahren und zwar wollten wir die Mounted Police of Delaware besuchen. Ach, die heißen anders, aber ja gut, das sage ich noch. Der Link kommt noch, ne, wenn ihr die mal besuchen wollt, Homepage technisch. Und wir hatten auch schon E-Mail-Kontakt vorher und hieß, ja, wir fahren zu einem Event, da könnt ihr ja dazukommen. Aber wir wussten nicht so richtig, wo der ist, also haben wir uns gedacht, wir fahren mal recht früh los. Vielleicht erwischen wir die noch am Stall und können vielleicht mal ein bisschen das Pony festhalten, wenn sie dann das Zeug zusammenpacken und uns nützlich machen oder so. Oder wir stehen nur im Weg und machen uns höflich auf dem Weg, ein paar Kaffeetassen zu suchen. Jedenfalls kamen wir an und die fuhren uns schon mit dem Trailer entgegen. Das war nicht schlimm, weil wir nicht fest verabredet waren. Und wir haben uns hintergeklemmt und sind mitgefahren. Halbe Stunde später waren wir an einem sehr schönen Park. Da haben sich eine Menge Leute versammelt, die einen Charity-Lauf gemacht haben. Und zwar für Hinterbliebene von Polizisten, die im Dienst ums Leben gekommen sind. Da gibt es halt einfach Charity-Vereine, die unterstützen halt die Kinder für die Schule und die übrig gebliebenen Mütter oder Väter dann. Fanden wir nett. Also wir haben erstmal zugeguckt, wie sie die Clydesdales ausladen, von wegen Pony. Waren zu dritt da, alle drei sehr gemütlich und also die Pferde und sehr gechillt. Also ja, sowas vermisst man beim Hannoveraner einfach, ne? Wenn die mal aussteigen und irgendwo ankommen. Also denen war einfach klar, ja, die haben jetzt einen chilligen Auftritt hinten vor sich und da passiert nicht viel, keine Aufregung. Wurden noch ein bisschen zurechtgezupft und dann sind die Officers aufgesessen. Und wir haben uns mit denen noch ein bisschen unterhalten dürfen. Und was ganz witzig ist, die haben, weil sie auch öffentlich unterstützt werden, einen regelrechten Fanclub. Und die haben Fankarten von sich und ihrem Pferd. Also es ist natürlich immer ein Partner und ein Pferd, nicht? Ich finde es großartig. Wir haben dann gleich so einen ganzen Stapel bekommen, ja, und wir sind jetzt also ganz vorne beim Sammeln der Sammelkarten dabei. Ja, großartig. Funktioniert super. Also die machen immer wieder irgendwelche Sachen, um sich eben untereinander zu unterstützen, weil es nicht so viele öffentliche Gelder gibt. Das ist hier nicht üblich. Dafür funktioniert das aber auch irgendwie. Hat was, ja. Wir haben dann festgestellt, wir sind auf einer Veranstaltung, das ist ein Charity-Lauf. Und haben uns angeguckt, oh, ein bisschen Bewegung täte uns gut und haben uns spontan angemeldet und sind mitgelaufen. Es waren vor Ort vielleicht so 50, 60 Leute. Es war eine ganz kleine Veranstaltung eben von diesem Verein, wo sich dann eben die berittene Polizei noch dazugestellt hat, um einfach noch ein bisschen was herzumachen und ja, auch so ein bisschen was Besonderes zu zeigen. Und war witzig. Es waren 5 Kilometer durch ein Wohngebiet, durch ein sehr hübsches Wohngebiet. Wir sind hier in Delaware und Delaware hat viele schöne Ecken. Also es ist ganz anders, als was wir bisher aus Amerika kannten. Ja, und da sind wir halt dann 5 Kilometer mitgelaufen, haben überlebt. Ja, also Lunge ist noch drin. War mein erster 5-Kilometer-Lauf. Hat geklappt. Fand ich großartig. Ja. Jetzt brennen mir die Füße, weil ich bin barfuß gelaufen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich jetzt so ein bisschen auf Barfuß umsteige hin und wieder. Also Barhuf, ne? Ist ja auch gut für den Fußmechanismus. Barhufer werden das wissen. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Norfolk. Es klingt alles so, als wäre man in England, aber ist tatsächlich Amerika. Und da werden wir die nächste Nacht übernachten. Erst noch mal shoppen gehen, weil wir nachmittags ankommen. Ja. Und
Schicken tue ich euch das Video erst heute Abend, wenn ich in Norfolk im Hotel bin, weil wir da eben wieder Internetzugang haben. Das heißt, bis dahin sind schon wieder neue, abgedrehte Sachen passiert. Und wir stecken hier in Delaware. Ich stehe vor einem Starbucks. Mein Mann kümmert sich gerade um die Prepaid-Karte. Das hier, ihr seht es auf Spiegelschrift, ist eine Brezel. Wir haben gestern unseren Mietwagen abgeholt. Wir sind gestern nach dem Flug gelandet. Natürlich sind wir gelandet. Also beim Mietwagenverleih gelandet und haben uns dann einen richtig schicken Wagen rausgesucht. So ein Four-Wheel-Drive, Nissan, irgendwas, aber funktioniert. So, und es gab diese Brezeln. Ich dachte natürlich noch an diese herrliche Butterbrezel, die ich morgens bekommen habe beim Brothaus. Diese Samba-Brezel mit Butter, die sind nun mal nicht zu verachten, nicht wahr? Und wenn man dann aus Brezelhausen kommt und dann nach Anti-Brezelhausen kommt, wo man schon sieht, seht ihr es? In der Mitte sieht man noch so, hier, so, da ist es ganz, ganz hell. Und außen, da ist es so dunkel, aber das wirkt so wie mit Farbe angesprüht. So, dann ist hier so ein Zeug drauf. Es ist Salz, kein Zucker. Und ich versuche mal, das Ganze zusammenzudrücken. Ich bin jetzt hier ungefähr bei 25 Kilonewton. Ja, sie geht kaputt. Ja, das funktioniert nicht. Ja, und jetzt dieses herrliche Gefühl. Ihr wisst alle, wie sich eine Brezel anhört, wenn man sie auseinander nimmt, ne? So knack, ja? So klingt das bei mir, wenn ich einen Teppich zersäge. Nicht schlecht. Ich esse es nicht. Ich krieg's nicht hin. Ja, schmeckt auch so wie der Teppich. Andere Sachen sind hier fantastisch lecker. Davon erzähle ich ein andermal. Macht's gut. Tschüss. Hier lässt gerade jemand die Luft aus unseren Reifen.
Wirklich, wirklich gemein. Aber hier auf Corolla ist das normal. Hier kommen die Leute zu dem Parkplatz, parken und lassen dann die Luft aus den Reifen, damit man besser Offroad über den Strand fahren kann. Und das werden wir gleich machen. Ungefähr eine halbe Stunde trennen uns noch von unserem Hotel. Und wir fahren also Offroad über den Strand, ganz legal, wie sich das hier gehört. Aber mit nur halb so viel Luft in den Reifen. Schaut. Wir können uns auch ganz sicher sein, wir waren es selber. Wir haben es ja jetzt auf Film. Bis dann, bis gleich.